Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zum kleinen Technikvideo begrüßen. Und heute geht es natürlich, wie versprochen, um das Thema Silverback MDRX. Und wir können das Ganze eigentlich als Troubleshooting bzw. Problemlösungsvideo einmal darstellen. Bedeutet, ich habe euch gerade von der technischen Seite im Review einige Punkte angesprochen, die wir heute etwas optimieren werden. Bedeutet, ihr bekommt heute so ein Paket geliefert, wenn ihr euch so eine MDRX kauft. Was könnt ihr zum Beispiel out of the box schon mal machen? Was ist kompatibel? Worauf müsst ihr unbedingt achten? Gerade Motor-Adjustment oder Motoreinstellung, andere Gears, Shimming, Verschleißanfälligkeit von Pisten. Wie könnt ihr das beseitigen? Und worauf müsst ihr bei diesem Feeding-System achten? Bedeutet, ich habe jetzt hier die letzten 2 Wochen wirklich sehr viel für euch durchprobiert, unterschiedliche Komponenten eingebaut. Da bei mir leider auch einmal das EFCS geschrottet, musste ich mir jetzt ein neues kaufen, aber gut, passiert halt. Hier also jetzt so eine ganz grobe Übersicht, also doch grob können wir eigentlich sagen, wie könnt ihr das Modell optimieren out of the box. Natürlich wird es im Laufe der Zeit gewisse andere Teile geben von Drittherstellern, aktuell aber halt noch nichts anderes verfügbar. Bedeutet, wir müssen mit dem zurechtkommen, was es aktuell auf dem Markt gibt. Und ich denke, so wie mein Modell jetzt ist oder mein Modell läuft, kann sie problemlos mit anderen SAEGs problemlos mithalten. Gerade was den Zyklus angeht, was den Klang angeht, was das Hop-Up angeht, läuft wirklich super das Modell. Dementsprechend schauen wir uns alles im Detail an, macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Also Leute, gehen wir es an, umfangreiches Technikvideo oder Upgrade-Video oder wie ihr das auch immer nennen wollt zum Thema Silverback MDR oder MDRX. So, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal beim Motor an und ich werde euch auch in diesem Video, wie vorhin gerade vielleicht schon angesprochen, ebenfalls noch nachträglich ein paar Informationen reinpacken, denn es haben sich bei der Auslieferung noch ein paar Sachen verändert im Vergleich zum Review-Modell. Dementsprechend fangen wir jetzt erstmal an beim Thema Motor. So, hier habe ich euch bereits im Review gesagt, da ist ein GHI-Motor drin, vergleichbar mit diesem roten Mamba-Motor vom Bugatti, bedeutet vergleichbar mit diesem hier. Und da ist auch nicht mehr so viel Unterschied, bedeutet der Mamba hat letztendlich nur noch ein bisschen bessere Magneten drin, minimal ein bisschen stärkere, ist auch unten einmal hier CNC gefräst. Der Standardmotor ist halt aus Kunststoff und hat minimal ein bisschen schwächere Magneten drin. Das macht aber jetzt den Bock nicht unbedingt fett. Bedeutet, ihr könnt den Standardmotor, der drin ist, den blauen Silverback-Motor, könnt ihr so lange drin lassen, bis er wirklich durch ist. Und wenn ihr dann wieder einen sehr guten Motor benötigt, wieder ein Brushless, dann könnt ihr beispielsweise auf den roten Mamba gehen, denn der ist auch preislich einfach ein bisschen günstiger wie der Original Silverback-Motor, obwohl er eben hier unten CNC gefräst ist und nicht aus Kunststoff. Aber rein von den Zyklenzeiten, vom Kraftaufbau, wie gesagt, das ist wirklich marginal. Das macht einen Unterschied von 3 bis 4 Millisekunden, was ich herausgelesen habe. Der Mamba im Vergleich zu einem Silverback-Motor. Und wie gesagt, hier noch minimalst ein kleines bisschen schneller. Warum ich aber jetzt später diesen hier einbauen werde, ist das Pinion Gear. Denn ich habe auch andere Gears einmal drin. Und hier musste ich feststellen, dass das Original Pinion Gear von Silverback leider ziemlich bescheiden zu meinen Gears gepasst hat. Dementsprechend, wie gesagt, nicht wundern, wenn ich später den Mamba reinmachen werde, ist eben nur aufgrund des Pinion Gears. So, und dann seht ihr hier den kleinen Testaufbau, denn ich habe natürlich auch für euch getestet, ist ein Warhead-Motor, also ein Brushless-Motor in der MDR oder jetzt klebt hier die ganze Zeit der blöde Inbus da fest. So, jetzt da. Ist ein Brushless-Motor kompatibel und funktioniert das Ganze mit dem EFCS-System? Und ja, das funktioniert, aber nur mit 18:1. Bedeutet, die Zyklenüberwachung von den Brushless-Motoren, von den Warhead-Motoren, egal ob ihr jetzt einen Standard oder ein 27K Base verwendet, funktioniert mit der Original-ETU oder mit dem EFCS-System wirklich hervorragend. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich knall jetzt hier einfach mal, was ist denn das für eine? Warte, wir nehmen ein bisschen stärkeren. Da habe ich doch noch mal einen rumliegen. Hier, wir nehmen jetzt einfach mal den Akku, stöpseln uns das Ganze einfach mal hier oben an. So, und dann achten wir einfach mal, wartet, ich drehe es euch so hin. Dann achtet ihr einfach mal auf die Rotation vom Sektorgear. Bedeutet, ihr seht, Sektorgear steht hier einwandfrei. Die Zähne sind nicht oben.
Also wie ihr hier sehen könnt, der Warhead-Motor, Original-EFCS-System oder Original-ETU mit Aktivbremse bzw. mit Zyklenüberwachung harmoniert wirklich wunderbar mit den Warhead-Motoren. Also das funktioniert. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Wir wollen natürlich ein bisschen schneller gehen und ich habe es euch auch im Review gesagt, die Original-Gears sind jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, bedeutet ganz normal gesintert, sind relativ laut, relativ viel Verschleiß bereits nach ein paar tausend oder nach 1200, 1300 Schuss. Dementsprechend möchte ich natürlich auch andere Gears reinhaben und da dachte ich mir, gut, dann gehe ich doch direkt gleich mal auf ein 13-1er Gearset, bietet sich ja an. Jetzt muss ich euch aber leider sagen, das ganze System haut dann rein vom Feeding her. Daher wir hier einfach dieses Nozzle-Feeding, dieses PTW-System hier einmal drin haben, haut das Ganze nicht mehr hin, denn das ganze System wird einfach viel zu schnell. Bedeutet, ihr bekommt unheimliche Feeding-Probleme und da werde ich auch später nochmal drauf eingehen, denn wenn ihr mal 1, 2 Missfeeds habt, dann könnt ihr hier ziemlich viel kaputt machen. Wie gesagt, sprechen wir später an. Wenn ihr also, halt mal fest, wenn ihr ein Warhead haben möchtet, ja, könnt ihr verwenden, dann aber nur mit Standard 18:1 Gears und nicht mit 13:1. So Leute, die Lower Gearbox ist einmal auseinandergenommen und jetzt da wirklich genau zuhören, was ich sage und genau aufpassen. Ansonsten werdet ihr mit diesem System unheimliche Probleme bekommen. Der erste Punkt ist, ihr seht zunächst mal Gears, ist ein Silverline Gearset drin, 13:1. Und dieses Gearset würde ich auch definitiv empfehlen, denn ihr müsst bei anderen Gears leider nachbearbeiten, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Bedeutet, eine spanende Bearbeitung der Gears ist nicht erlaubt. Da sind wir schon wieder beim Thema Waffenbearbeitung und Bearbeitung von waffenrelevanten Teilen. Dementsprechend brauchen wir Gears, welche wir nicht spanend bearbeiten müssen. Und da bietet sich einfach dieses Silverline Gearset einfach nur perfekt an. Warum, spreche ich gleich an. Zunächst aber mal der allerwichtigste Punkt. Ihr müsst auch die Silverline Gears, wie alle anderen Gearsets auch, bei der MDR, das Bevel Gear, relativ hoch schimmen, also quasi nach oben schimmen, damit ihr ausreichend Zahnspiel zum Pinion Gear einmal hinbekommt. So, was müsst ihr auch machen? Jetzt habe ich euch gerade beim Motor schon gesagt, das Original Pinion Gear von Silverback passt leider ziemlich bescheiden zu dem Silverline Gearset. Dementsprechend nehme ich hier den Mamba Motor gleich von Begadi mit, denn hier passt dieses Pinion Gear wiederum perfekt zu dem Silverline Gearset. Das harmoniert und lässt sich sauber einstellen. Gleichzeitig auch wichtig, ich habe euch bereits im Review angesprochen, dass der Motorkäfig bzw. dass die Motoren im Motorkäfig sehr viel Spiel haben. Und dieses Spiel müssen wir jetzt ausgleichen. Bedeutet, ihr seht meinen Mamba-Motor und hier seht ihr, dass ich auf einer Seite, also hier ist er komplett offen, die andere Seite ist mit Isoband beklebt. Hier sind 4 Lagen Isoband drauf. Über diese 4 Lagen Isoband, das sind ca. 0,3 mm ungefähr, wird der Motor quasi nach unten gedrückt. Dadurch bekommen wir mehr Spielraum von unserem Bevel Gear. Bedeutet, wir können hier das Zahnspiel einfach sauber einstellen. Machen wir hier kein Isoband drauf, dann kann der Motor hier innen drin rumschlackern, nach oben kippen, nach unten kippen und ihr werdet hier kein Zahnspiel sauber einstellen können. Bedeutet, ihr müsst da mit dem Motor bzw. mit dem Pinion Gear sehr weit rausgehen, was natürlich suboptimal ist, da hier oben ihr dann einfach zu wenig Fläche habt, wo das Pinion Gear einmal reingreifen kann. Dementsprechend schaut, dass ihr hier auch 4 Lagen Isoband draufzieht, beziehungsweise auch wichtig, 4 Lagen habe ich jetzt quasi auf der planen Fläche aufgetragen. Nee, auch falsch. 3 Lagen auf der planen Fläche und eine Lage quasi so halb rum. Bedeutet also 4 Lagen insgesamt, aber 3 auf der planen Fläche. Und dann seht ihr bis zur Hälfte nochmal hier oben nochmal eine Lage rum, damit auch der Motor später eben so rum nicht wackeln kann. Das seht ihr dann, wenn ich wieder alles zusammengeschraubt habe, seht ihr das, dass das dann wunderbar einmal zusammenpasst. Und ebenfalls lässt sich der Motor immer noch sauber von der Höhe einstellen. Wie gesagt, hier ganz, ganz wichtig, Isoband oder Klebeband verwenden, damit der Motor nach unten gedrückt wird und ihr dementsprechend hier minimal ein bisschen mehr Freiraum bekommt zum Schimmen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann werdet ihr dennoch feststellen, dass ihr eben das Bevel Gear sehr hoch schimmen müsst.
Hier habe ich letztendlich im oberen Bereich gerade mal noch einen 0,1 mm Shim drauf und im unteren Bereich sind es, glaube ich, so 0,6 oder 0,7. Das Ganze müssen wir natürlich bei den anderen Gears ausgleichen. Bedeutet auch, das Spur-Gear hat bei mir ca. 0,5 mm unten und das Sektor-Gear hat auch so ca. 0,5 mm unten geschimmt. Wie gesagt, ihr müsst einfach relativ hoch gehen. So, und jetzt der nächste ganz wichtige Punkt. Warum sage ich, verwendet am besten das Silverline Gearset? Denn ihr bekommt natürlich bei der MDR oder bei der MDR bekommt ihr kein Standard-Sektor-Gear rein mit Steuernocken für die Tappet Plate. So, und hier bietet sich einfach der Silverline Gearset, wie gesagt, perfekt an. Denn hier habt ihr für den Steuernocken letztendlich von der Tappet Plate habt ihr hier kein Vollmaterialstahl, sondern da ist einfach so ein, ja, wie so ein Stahlröhrchen eigentlich, ist hier einfach nur eingepresst. Und wenn ihr hier einfach mit der Spitzzange hergeht an diesen Nocken, wartet mal, vielleicht habe ich noch ein Silverline Gearset da, dann kann ich euch das besser zeigen. So, jetzt da, natürlich habe ich da noch eins da, auch 13.1. So, und wenn ihr hierher schaut, das ist eben Standard. Und die Silverline Gears haben hier einfach für die Tappet Plate einfach so ein, ja, so ein Stahlröhrchen oder so ein Edelstahlröhrchen eingepresst. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Denn wir gehen jetzt einfach mit der Spitzzange her, drücken uns das ein bisschen zusammen, gehen an die Kante hin und noddeln das Ganze einfach raus. Bedeutet, das Ding ist dann weg, denn das darf nicht vorhanden sein. Bedeutet, ihr bekommt standardmäßig kein Gearset rein, wo hier einfach dieser Nocken für die Tappet Plate standardmäßig vorhanden ist. Das funktioniert nicht. Und wie gesagt, daher das eben bei diesen Silverline Gears nur eingepresst ist, Spitzzange nehmen, ein bisschen rumknödeln, ein bisschen zusammendrücken, zusammendrücken, rausnoddeln. Und dann habt ihr ein schönes, planes Sektor-Gear, was wunderbar kompatibel ist. So, wunderbar kompatibel ist es selbstverständlich nicht, denn wie auch im Review angesprochen, funktioniert die Zyklenüberwachung von der ETU genauso wie bei Ares über einen Magneten. Bedeutet, da habt ihr so unten am EFCS habt ihr so einen kleinen Hall-Sensor hier unten drin oder so einen magnetischen Näherungsschalter. Bedeutet, wenn ein Magnet an diesem Taster oder an diesem Hall-Sensor vorbeifährt, dann weiß die Elektronik, dass ein Zyklus abgeschlossen ist. Und jetzt müssen wir letztendlich nichts anderes machen wie bei Ares auch. Wir nehmen also einfach unser Silverline Gearset her, schauen, welches Loch wir brauchen. Das ist dann quasi genau das Loch hier, wo die Zähne quasi anfangen, wo das Gear in den Pisten reingreift. Seht ihr, da habt ihr so ein freies Loch. Und da machen wir jetzt nichts anderes, wie einfach einen Neodyn-Magneten in das Loch einfach reinstopfen. Den müsst ihr auch nicht einkleben, sondern ich bin nur hergegangen, habe die Höhe ein bisschen ausgeglichen. Ich bin einfach hergegangen, habe so ein bisschen Küchenkrepp, ganz wenig, bisschen zusammengedrückt, unten reingestopft und dann einfach nur den Magneten oben drauf geklipst. Oder einfach nur ins Loch reingedrückt. Und daher die Magneten so stark sind und die Gears natürlich auch Stahl sind, haftet der Magnet super da drin. Ihr müsst hier also nichts kleben. Solche Neodyn-Magneten passende bekommt ihr problemlos im Netz her. Gebt da einfach einen Neodyn-Magneten, dann die Größe, die ihr braucht, dann bekommt ihr die Dinger im 10er-Pack für ein paar Euro. Ich kann euch mal ganz kurz ausmessen, was das genau für welche sind, wenn ich einen runter bekomme. Ja genau, der ist wieder unten wieder drauf. Machen wir mal einen runter. So, Messschieber, wo bist du? Dann schauen wir mal ganz kurz. Ja, das ist auch geil zum Messen. Das ist ein 5er, also Durchmesser. Neodyn-Magnet, 5 mm Durchmesser mit einer Höhe von 3 mm. Wie gesagt, 5 mal 3 bekommt ihr, wie gesagt, für ein paar Euro im Netz her. Und dann natürlich auch von der Polung her aufpassen, ist eigentlich recht easy. Ihr nehmt einen magnetischen Schraubendreher, macht den Neodyn-Magneten einfach vorne drauf, der zieht es automatisch hin. Und dann geht er quasi so direkt von oben in das Loch rein. Und dann sitzt der Magnet einfach hier oben sauber drin. Und wie gesagt, daher das Loch ein bisschen tiefer ist, ich glaube 1 Millimeter tiefer, lasst mich mal noch mal kurz messen. Das sollten wir vielleicht einmal anschalten. Ja, der 4 mm und der Magnet hatte, glaube ich, 3 waren wir jetzt. 3, genau, also 1 mm Differenz. Ihr könnt gucken, ob ihr einen Magnet mit 4 mm findet, wäre natürlich perfekt. Ansonsten macht es wie ich, macht einfach hier unten ein bisschen Papier rein oder halt so ein bisschen Küchenkrepp, presst alles schön sauber rein und dann setzt ihr einfach den Magnet oben drauf und dann ist der Magnet wirklich sauber fest drin und entsprechend funktioniert dann auch wieder die Zyklenüberwachung mit der Original ETU.
So, und das war es aber auch noch nicht ganz, denn wir müssen nach der Schimmung oder nach dem Shimming und Einbau des Sector Gears müssen wir ebenfalls unheimlich aufpassen auf dem Sensor vom EFCS. Bedeutet, hier seht ihr eben das EFCS, habe ich euch im Review schon angesprochen. Hier ist der Sensor. So, und später kommt natürlich das Ganze von außen durch ein Loch auf das Sector Gear. Bedeutet, lasst mich das mal noch wieder kurz zusammenbauen. So, jetzt da seht ihr quasi hier vorne, seht ihr den Durchgang. Hier innen rein in das Loch läuft quasi dieser Sensor. Und das ist gleichzeitig, wenn ihr jetzt die Gears mal dreht, seht ihr, dann kommt hier kommt mein Magnet. So, und jetzt, was ihr vielleicht auch schon, oder wer sich auskennt, sieht es jetzt auch schon, ihr müsst jetzt die Höhe von der vom EFCS oder von der ETU, müsst ihr zur Schimmung von eurem Sector Gear angleichen. Bedeutet, wenn ihr später die ETU hier außen festschraubt, darf natürlich dieser Sensor nicht auf dem Sector Gear aufliegen und streifen. Beachtet ihr das nicht und ihr gebt 2, 3 Schüsse ab, dann ist der Sensor kaputt. Dann könnt ihr euch für 40 Euro oder 45 Euro eine neue ETU kaufen. Also hier aufpassen, und das habe ich letztendlich auch einfach nur mit ganz normalen Schimmscheiben gemacht. Bedeutet ganz normale Schimmscheiben von SAEGs. Die habe ich mir jetzt mit Sekundenkleber ein kleines bisschen gesichert hier außen. Und da habe ich insgesamt 0,5 mm pro Loch drauf. Bedeutet hier unten eine 0,3er, jeweils 0,3, also an allen 3 Löchern. Und auf dem EFCS nochmal jeweils 3 0,2 mm. Also ich bin quasi 0,5 mm mit der ETU weiter weggegangen. Und das könnt ihr ganz leicht prüfen oder ihr müsst vorsichtig prüfen. Ihr legt dann nach dem Shimming, schraubt ihr die Gearbox zusammen, dann legt ihr eure ETU ganz vorsichtig mal auf, ganz vorsichtig und dreht hier ganz leicht am Sector Gear. Und dann merkt ihr schon, wenn das ein kleines bisschen streift oder reibt, dann hört ihr sofort auf, geht her und macht euch hier Schimmscheiben drunter. Und das macht ihr eben so lang, bis letztendlich der Sensor nicht mehr streifen kann oder nicht mehr reibt. Ihr könnt es auch wahrscheinlich sehen, wenn ihr oben ein bisschen Fett drauf macht aufs Sector Gear, dann könnt ihr das eben auch prüfen, ob ihr zu tief seid oder nicht. Wie gesagt, auch im zusammengeschraubten Zustand darf dieser Sensor nicht auf dem Sector Gear streifen oder reiben. Dementsprechend hier die Höhe über Schimmscheiben ausgleichen. Wie gesagt, bei mir waren es jetzt 0,5 mm, 5 mm Schimmscheiben pro Bohrung. Dann können wir uns das mit dem Motor jetzt nochmal im Detail anschauen. Wie gesagt, jetzt ist alles zusammengebaut und wenn man jetzt einen normalen Motor hernimmt, wird man feststellen, der hat hier einfach im Motorkäfig unten sehr viel Spiel. Der kann hoch, runter, links, rechts, auch wenn ihr die Spannklemme da drauf schraubt. Das ist einfach vom Motorkäfig nicht wirklich passgenau gefertigt. Und natürlich der nächste Punkt, auch ganz wichtig, ihr braucht immer, egal auch wenn ihr den Motor tauscht, ihr müsst immer die Originalfeder verwenden. Also nicht diese Standard-Short-Federn, die da dabei sind, sondern immer die Originalfeder von der MDR. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt können wir uns das nochmal angucken mit diesem ISO-Band hier drauf. Der Motor geht jetzt zwar ein kleines bisschen straffer in den Motorkäfig rein. Ihr seht aber, der kann immer noch hier innen drin problemlos sich bewegen. Also auch wenn dann von oben die Federspannung drauf kommt, wie gesagt, dann kann der immer noch nach unten gedrückt werden, sitzt aber aufgrund des ISO-Bands, sitzt er hier jetzt richtig schön sauber drin. Also der kann jetzt nicht irgendwie rumwackeln, rumschwabbeln oder sonstiges. Wie gesagt, hier unbedingt ganz, ganz wichtig, wie gerade schon angesprochen, ich wiederhole mich leider ein bisschen, ganz, ganz wichtig, das Ganze eben sauber mit ein bisschen ISO-Band ausgleichen, damit der Motor hier sauber drin sitzt. So Leute, und dann lasst uns weitermachen mit der ganzen Upper Gearbox bzw. mit der gesamten Zylindergruppe. Und hier gibt es auch sehr viel, was man einmal durchsprechen muss, gerade wenn es ums Thema Haltbarkeit und Feeding einmal geht. So, ich habe es euch im Review bereits gesagt, dieses Feeding-System von der MDR oder dieses PTW-System ist leider sehr, sehr anfällig aufgrund dieses O-Rings, welcher die Nozzle quasi festhält und mit nach hinten zieht. Habe ich euch im Review schon gesagt, da war der O-Ring schon ein kleines bisschen so verschlissen. Der hat man so kleine Risse drin gesehen. Nach dem Testen war er komplett durch. Bedeutet, ihr seht es vielleicht, da ist ein komplettes Stück hier oben rausgerissen, wenn man das sehen kann. Bedeutet dementsprechend mit diesem O-Ring so gut wie kein Feeding mehr gehabt. Nur noch jede 5., 6. Kugel würde wirklich sauber gefeedet. So, und jetzt haben wir ein riesengroßes Problem, wenn es zu einem Missfeed kommt.
Warum? Lasst mich das euch kurz erklären. Dazu nehmen wir uns jetzt einfach mal die Hop-Up-Kamera kurz her. Wartet mal, das lege ich jetzt einfach mal, ich lege es einfach mal so her. So, so sitzt das Ganze zusammen. Jetzt da wird natürlich der Piston, kommen wir dann gleich dazu, wird aufgezogen, nimmt zunächst mal die Nozzle mit. Nozzle wird aufgezogen, irgendwann kommt ein Punkt und dann hakt das ganze System einfach einmal aus. In die Nozzle schießt quasi wieder nach vorne, der Pistonhead schießt wieder nach hinten. Jetzt haben wir ein Problem, denn wenn die Nozzle nach hinten gezogen wird und das System ist zu schnell, gerade eben mit 13.1 plus Warhead, dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, mit Warhead nur 18:1, oder aber der O-Ring ist verschlissen und die Nozzle löst sich zu früh, dann kann es vorkommen, oder kommt es leider sehr häufig vor, dass sich eine Kugel zwischen Nozzle und Hop-Up-Kammer innen drin einmal einklemmt. Kleines Problem, denn die Nozzle steht dann letztendlich so. Bedeutet, dieser Zapfen hier hinten, der steht raus. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was passiert, wenn das hier hinten nicht mehr, oder wenn die Nozzle nicht mehr reinfährt, sondern offen steht. Dann knallt von hinten der Pistonhead dagegen und prügelt volle Rotze gegen diesen Edelstahl. Wenn das Ganze da dagegen prügelt, habt ihr natürlich hier innen drin unheimlich viel Verschleiß am Aluminium vom Pistonhead und gleichzeitig splittert es euch die gesamten BBs. Bedeutet, die BBs explodieren dann hier innen drin in der Hop-Up-Kammer. Nächstes Problem, wenn man das nicht bemerkt und die nächsten 2-3 Zyklen durchläuft, dann zieht es aufgrund des Vakuums, was ein kleines bisschen gezogen wird, zieht es euch die gesamten Brösel von den BBs, zieht es euch alles ins System rein. Bedeutet, nach ein paar Missfeeds hatte ich hier vorne am Pistonhead, wie auch im gesamten Zylinder innen drin, lauter kleine Brösel von BBs, weil sie einfach komplett zerplatzt wurden. Also hier ein riesengroßes Problem weiterhin und dementsprechend muss man eben immer gucken, dass der O-Ring hier innen drin wirklich in Ordnung ist, sauber hält, damit eben die Nozzle vollständig bis nach hinten aufgezogen wird. Wird sie zu früh gelöst oder ist das System zu schnell und es kommt zu einem Missfeed, ja, kann man sich dadurch eigentlich das gesamte System kaputt machen. So, und dann lasst uns hier gleich weitermachen. Dann habe ich euch ja gesagt, oder ihr habt es auf Patreon mitbekommen, meine ETU ist abgeraucht. Und genau hier kam das Problem, nicht, dass jetzt irgendwie die ETU, irgendwie das MOSFET zu schlecht ist und irgendwie die Ströme zu hoch waren. Nein, denn durch diese Missfeeds, daher die Nozzle einfach so stehen geblieben ist und der Pistonhead dann die ganze Zeit da innen drin volle Rotze auf den Edelstahl aufgeschlagen ist, hat sich diese lange Schraube hier innen drin einmal gelöst. Das kann man hier innen drin vielleicht sehen, da habt ihr eine Feder mit einer langen Schraube. Die lange Schraube geht vorne in den Pistonhead rein. So, die hat sich gelöst, war dann lose im System drin. Dadurch hat sich das System bei einem Zyklus verklemmt und dann schaltet aber die ETU nicht automatisch ab bei einem Verklemmen. Bedeutet, die ETU versucht dann jedes Mal alle 500 Millisekunden irgendwie den Zyklus neu zu starten, schnallt aber nicht, dass das System verklemmt ist. Und das macht die ETU so lange, bis ihr dann den Akku absteckt. Und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob die neuere Version von der ETU hier intelligenter ist oder schlauer ist, aber so habe ich mir eben die erste ETU geschrottet. Wie gesagt, das System hatte sich verklemmt, weil die Schraube sich gelöst hatte und dann die ganze Zeit hat die ganze Zeit der Motor versucht, das System zu spannen, bis ich dann wirklich aufgemacht habe, Akku abgesteckt, ja, und dann war es aber schon zu spät, dann war die ETU durch letztendlich. Also hier beachten, ganz, ganz wichtig, diese Schraube, die hier innen drin ist, die hier vorne reingeht in den Pistonhead. Normalerweise geht man her bei einer SAEG und nimmt eine mittelfeste Schraubensicherung. Aufgrund dieses PTW-Systems und daher das so wichtig ist, dass die Schraube wirklich sich nicht löst, bin ich jetzt hergegangen und habe eine hochfeste Schraubensicherung genommen. Bedeutet eine rote. Das Ding bekommt man vermutlich nur noch mit extrem viel Hitze wieder losgeschraubt. Wenn überhaupt. Ansonsten, wie gesagt, lieber tausche ich dann das gesamte Set aus und ich bekomme halt die Schraube nicht mehr raus, bevor sich das Ding wieder einmal lösen sollte. Denn die Folgeschäden sind hier deutlich höher, muss man sagen. So, und dann lasst uns gleich bei dem Punkt bleiben mit diesem O-Ring hier vorne drin.
Jetzt hatte ich natürlich keinen so einen Ohrring hier auf Ersatz da. Wie gesagt, jetzt bin ich hergegangen, habe den mal ausgemessen mit dem Messschieber, die Schnurstärke, den Innendurchmesser und habe da mal rumgeguckt, was es denn so für Alternativen noch gibt und die ich sehr zeitnah einmal herbekomme, damit ich für euch das Video zeitnah fertigstellen kann. So, ich habe mir jetzt hier bei Hook zwei unterschiedliche zum Testen bestellt gehabt. Das ist einmal ein Standard NBR-Ohrring, also seht ihr hier NBR 70. Der ist von der Schnurstärke minimalst ein kleines bisschen dicker. Der hier hat Schnurstärke 2,4 mm, der Originale hat 2,2 mm. Ist aber nicht so wild. Der Innendurchmesser mit 7,6 mm, das passt wiederum. Jetzt ist der aber hier mit NBR 70 vom Material her ein kleines bisschen weicher. Das wiederum kann man eben ausgleichen, da die Schnurstärke mit 2,4 kleines bisschen dicker ist. Bedeutet, wenn ihr schnell einen benötigt oder so ein 10er-Pack hier benötigt, bekommt ihr eben sehr zeitnah zum Beispiel bei Hook her. Da bestelle ich eigentlich immer Ohrringe, wenn ich irgendwann was benötige. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist der aber mit NBR 70 natürlich ein kleines bisschen weicher. Ich habe nochmal einen bestellt, den ich jetzt gerade drin habe. Das ist kein NBR, sondern das ist ein FPM 75. Bedeutet, er hat die gleichen Maße, Innendurchmesser 7,6 mm, Schnurstärke 2,4 mm, ist aber hier aus FPM 75. Dementsprechend minimal ein kleines bisschen härter. Und den habe ich jetzt hier eben drin. Der ist einfach vom Feeding her nochmal deutlich schöner, finde ich, wie der Originale. Denn der Originale war eben sehr, sehr hart vom Material her. Der ist ein kleines bisschen weicher, bedeutet, kann hier schöner einmal reinflutschen und hält aber dennoch aufgrund der Schnurstärke, hält er problemlos die Nozzle komplett bis hinten auf. Und dann braucht aber auch das System nicht so viel Kraft, um einfach die Nozzle wieder lösen zu können. Also wie gesagt, wenn ihr hier eine Alternative sucht, schaut einfach nach diesen FPM-Ohrringen oder NBR-Ohrringe. Die funktionieren deutlich besser wie der Originale. So, und wenn wir jetzt hier gerade beim Original-Ohrring sind, auch hier gibt es jetzt bereits schon wieder Änderungen von Silverback. Denn wie gesagt, bei mir im Review-Muster war eben so ein weißer hier drin verbaut. Jetzt die neuere oder die aktuelle Charge, die ausgeliefert wird, hat einen roten Ohrring drin verbaut. Der ist vom Material her identisch, ist aber sogar im Vergleich zum alten, ist der sogar noch ein kleines bisschen dünner. Also nochmal weniger Material. Wenn man das mal vergleicht mit so einem, wie ich drin habe, 2,4 mm, bedeutet, der müsste nur noch 2 mm haben. Wartet mal, kann ich euch doch gleich mal sagen, was der neue von Silverback hat. Ja, das sind 2, also 1,9, gut, Ohrringe, Schnurstärke. 2 mm hat er nur noch, also ist von der Schnurstärke noch mal dünner geworden, wie der hier. Da ich aber mit diesem FPM-Ohrring, mit dem 75er bis jetzt wirklich gut fahre und ich jetzt eben hier so ein ganzes Tütchen da habe, behalte ich diesen definitiv einmal drin. Und wie gesagt, wenn ihr mal auch Probleme haben solltet mit dem Roten, dass er schnell verschleißt oder dass irgendwas vom Feeding her nicht hinhaut, bestellt euch einfach so ein Tütchen mit diesen Ohrringen, wie gerade schon angesprochen. So, was wurde noch getan? Der nächste Punkt ist dann einmal der Piston. Und hier seht ihr, ich habe gewechselt von dem Original Aluminium-Piston auf einen stinknormalen Polyamid-Piston. Und Leute, es funktioniert tadellos. Bedeutet, ihr braucht jetzt hier nicht irgendwie die hohe Masse, damit es hier vorne irgendwie stark genug quasi reinknallen kann. Braucht ihr nicht. Ihr könnt hier problemlos ganz normale Polyamid-Pistons, gute Polyamid-Pistons in dem System verwenden. Ob ihr jetzt auch so einen Redux da verwendet von Bugatti oder ob ihr dann Retro-Arms verwendet, das ist alles euch überlassen. Und dadurch habt ihr eben nicht diesen hohen Verschleiß innen drin am Zylinder, wie im Review angesprochen. Bedeutet, hier ist einfach Kunststoff, da arbeitet einfach Kunststoff dann auf Aluminium, natürlich schön fetten das Ganze und ihr habt einfach kein Aluminiumabrieb in eurem System drin. Also wie im Review angesprochen, warum Silverback da so ein Alupiston reinzömpelt, verstehe ich nicht. Polyamid-Piston läuft tadellos. Wie gesagt, reinklatschen, fertig. So, und dann seht ihr auch hier vorne nochmal eine kleine Optimierung am Zylinderhead. Denn hier bin ich zunächst mal hergegangen und habe den vorderen O-Ring, der standardmäßig drauf war, habe ich durch minimals einen etwas dickeren ersetzt.
Denn hier musste ich feststellen, dass meiner nach ein paar Mal Aufschrauben hier vorne drin leider nicht mehr wirklich gut den Zylinderhead gehalten hat. Bedeutet, ich habe das Ganze jedes Mal in den Schraubstock einspannen müssen und mit aller Gewalt zudrehen müssen, damit der Zylinderhead sauber hält. Wie gesagt, der wurde da nicht mehr sauber gehalten. Aufgrund des etwas größeren O-Ring hier vorne drin kann ich das einfach auch mit der Zange oder mit dem Schlüssel schön fest zudrehen und dann bleibt er einfach sauber geschlossen und ich brauche nicht so viel Gewalt, um das Ganze einfach zuschrauben zu können. Und vielleicht ist auch die Abdichtung jetzt da mit dem etwas minimals größeren O-Ring ein kleines bisschen besser. Wie gesagt, weiß ich nicht, aber ich habe ein kleines bisschen dickeren drauf gemacht. So, und das letzte Update, und das ist wirklich nur aus Testzwecken letztendlich, müsst ihr nicht unbedingt machen. Ihr seht, ich habe auch das Sorbo-Pad getauscht. Hier verbaut standardmäßig Silverback ein sehr, sehr hartes Sorbo-Pad. Hätten sie da einfach nur Kunststoff genommen, wäre es das gleiche gewesen. Also da absolut keine Pufferfläche, die irgendwie nachgeben kann, sondern einfach so ein sehr, sehr hartes Gummipad einfach mit 90 Shore oder sowas. Da bin ich jetzt hergegangen und habe ein Sorbo-Pad von Begadi, was eigentlich für VSR-Systeme gedacht ist, einfach ein kleines bisschen angepasst. Bedeutet, VSR ist ganz wichtig, denn die Standard AEG Sorbo-Pads, die sind nicht so hoch, die haben nur, ich glaube 2 mm haben die nur oder 2,5, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall war es nicht stark genug. Und von diesen VSR, die haben 3 mm, bedeutet, das ist ein bisschen höher. Und ihr braucht natürlich die Höhe, damit ihr über diesen inneren Aluminiumkranz drüber kommt. Denn wenn das Ding da hinten dagegen prügelt, dann gibt natürlich das weiche Pad ein kleines bisschen nach, wird also komprimiert. Und wir wollen natürlich nicht mit dem Aluminium hier innen drin aufs Aluminium draufschlagen. Dementsprechend eben Sorbo-Pad für VSR-Systeme genommen, ein ganz weiches mit 50 Shore, das grüne. Und dann werdet ihr da aber feststellen, dass das natürlich für AEGs ist. Bedeutet, vom Durchmesser passt das gar nicht eigentlich auf diesen Zylinderhead drauf. Dementsprechend habe ich das Ganze einfach über einen Schraubendreher. Zuerst mal die Original-Klebefläche von Begadi, die habe ich einfach mit dem Skalpell einfach weggeschrubbelt. Könnt ihr ganz leicht einfach wegkratzen, dass ihr quasi nur das Gummipad habt. Dann habe ich das Ganze auf dem Schraubendreher hinten aufgezogen, damit es ein bisschen gedehnt wird. Und dann einfach ganz vorsichtig außenrum, immer mit dem Feuerzeug schön entlang, damit sich der Gummi einfach ein bisschen dehnt und ein bisschen weich wird. Dann abkühlen lassen und dann mit Sekundenkleber einfach hier einmal außenrum aufgeklebt. Wie gesagt, müsst ihr definitiv nicht machen. Ich habe es halt gemacht, damit ich einfach mal ein bisschen testen kann, ob man dadurch vielleicht die Aufprallenergie noch ein bisschen besser rauspuffern kann vom Klang her. Wie gesagt, müsst ihr nicht machen. Ich finde dennoch, das System hört sich dadurch auch noch mal ein kleines bisschen dumpfer an. Wie gesagt, muss man aber wissen, was man tut, denn wenn das Ding nicht hält und runter geht oder sich löst oder irgendwas, dann kann man natürlich ein riesengroßes Problem haben. So, und der letzte Punkt beim Zylinderhead, aufpassen, ganz wichtig, schmiert hier innen drin die Nosselfläche. Bedeutet die Edelstahlfläche, die hier hinten rauskommt, quasi die unbedingt ein kleines bisschen schmieren und fetten. Ansonsten kratzt die ganze Nossel relativ stark im Aluminium. Also hier immer schauen, dass hier ein kleines bisschen Fett innen drin aufgetragen ist. Gut Leute, und dann sind wir schon beim letzten Punkt beim Zylinderset. Das ist das Thema Volumen, wie im Review angesprochen, 1,85:1. Wenn man mehr Volumen haben möchte, muss man im Regelfall hergehen und muss sich diesen geschlossenen Zylinder kaufen. Und der kostet im Ausland $45 und der wird in Deutschland wahrscheinlich auch so um die 45 bis 50 Euro kosten. Nur der Zylinder. Finde ich einfach zu teuer. Ich bin jetzt einfach hergegangen und habe mir aus dem 3D-Drucker so passende Stöpsel einfach angelegt. Bedeutet, die passen wirklich perfekt, bis aufs Zehntel genau, passen die hier oben einmal in die beiden Löcher einmal rein. Wenn sie dann drin sind, dann hat man hier innen drin exakt den inneren Durchmesser. Bedeutet, hier läuft einfach sauber dann innen drin der Pistonhead entlang und geklebt wird das Ganze letztendlich mit Sekundenkleber auf der äußeren Kante, damit logischerweise kein Kleber irgendwie in das System reinlaufen kann. Also einfach hier außen auf die Kante quasi ein ganz kleines bisschen Sekundenkleber drauf und dann mit Schmackes einmal reinklipsen. So, und dann sitzen die schön sauber und plan hier oben drauf und dichten letztendlich den kompletten Zylinder ab. Bedeutet, man kann für
ja, für 1 Euro letztendlich aus einem geöffneten Zylinder einen Typ F-Zylinder machen. Hier ist aber ganz wichtig, ich habe das Ganze eben mit einem Resin-Drucker gedruckt. Wenn ihr so einen Filamentdrucker habt, dann werdet ihr vermutlich diese Passgenauigkeit nicht hinbekommen. Auch ich habe 2 Versionen gedruckt. Einmal mit einem Radius mit einem Durchmesser von 7,8 und einmal mit 7,9, also ein Zehntel Unterschied, und habe dann letztendlich die Version genommen, welche perfekt zu meinem Zylinder gepasst hat. Wenn ihr das auch machen möchtet und ihr habt einen Resin-Drucker zu Hause und ihr seid auf Patreon, dann verlinke ich euch natürlich wieder die Dateien letztendlich unter diesem Patreon-Video. Dann könnt ihr es euch runterladen, ausdrucken, reinkleben und fertig. Schon habt ihr für 1 Euro letztendlich einen geschlossenen Zylinder. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist einfach, dass es sauber und bündig ist. Es muss natürlich das Loch so perfekt wie möglich geschlossen sein. Wenn hier irgendwo was offen ist, ein Versatz drin ist, dann bläst die Luft innen drin letztendlich genauso vorbei, als wenn das Ding nicht drin gewesen wäre. Dementsprechend auch schauen natürlich, dass der Radius sauber passt, innen drin schön fetten, am besten mit dem Finger dann, wenn ihr es drin habt, nochmal von vorne rein mit dem Finger, von innen drin fühlen, damit ihr da keinen Versatz drin habt, keine Kante, damit es innen drin einfach eine schöne geschlossene Oberfläche bildet. Dann eben einfetten und wie gesagt, dann hat man letztendlich einen komplett geschlossenen Zylinder für 1 Euro. Dann können wir uns auch gleich den Abzug anschauen. Hier auch letztendlich genauso konfiguriert wie meine anderen SAEGs. Bedeutet, ich mag das einfach so ein Hair-Trigger zu haben oder beziehungsweise einen sehr kurzen Abzugsweg zu haben. Und das war ja standardmäßig aufgrund des Abzuges und des Mikrotasters leider nicht der Fall. Bedeutet, ja, man hat den Abzug quasi hinterstellen können und hat dann hier hinten letztendlich triggern können. Ich mag es aber eher, wenn man hier vorne direkt aus der Sicherung quasi, hier ist die Sicherung, hier rausgehen, dass man direkt hinter der Sicherung letztendlich triggern kann und nicht komplett hinterziehen muss. Letztendlich genauso gelöst wie bei vielen anderen EFCS-Systemen auch. Bedeutet einfach hier auf diesen Steg oder auf diese Rundung, die hier hochkommt, einfach hier ein kleines Stückchen Gummi mit Sekundenkleber aufgeklebt, so circa 1,5 mm Höhe, und dadurch kommt der Abzug einfach etwas weiter vorne. Hier allerdings, daher wir hier wirklich 1,5 bis 2 mm brauchen, bin ich jetzt sogar im Nachhinein nochmal hergegangen und habe den ganzen Gummi letztendlich in Sekundenkleber getränkt. Denn aufgrund der Höhe war der Gummi einfach sehr weich. Bedeutet, man konnte, nachdem die Waffe ausgelöst hat, hat man einfach sehr viel so Pufferfläche noch drin gehabt. Bedeutet, man konnte einfach hier noch relativ viel Spiel mit dem Abzug zurücklegen, aufgrund des Gummis, da einfach nachgegeben hat. Und wenn man einfach hier den Gummi dann in Sekundenkleber tränkt, dann wird er hart und dadurch nimmt man einfach so ein schönes definiertes Klicken wahr. Würde ich vielleicht sogar, wenn ich es jetzt nochmal neu mache, würde ich vielleicht kein Gummi nehmen, sondern würde schauen, dass ich einfach ein Stück Kunststoff oder sowas aufklebe mit 1,5 mm. Also ein hartes Material. Dadurch kann man einfach diesen Mikrotaster unten kleines bisschen schöner wahrnehmen oder definierter wahrnehmen, wie wenn man einfach einen weichen Gummi nimmt. Wie gesagt, wollt ihr das auch weiter vorhaben, den Abzug, Hair-Trigger bauen, wie gesagt, klebt einfach ein Stück Kunststoff drauf mit 1,5 mm Höhe hier oben letztendlich drin. Die Sicherung könnt ihr, falls die Knifte zu früh auslösen sollte oder ihr habt zu viel Spiel in der Sicherung drin, könnt ihr das Ganze hier innen drin über den Gewindestift einstellen. Bedeutet, hier in der Sicherung seht ihr, hier hinten ist ein Gewindestift und den schraubt ihr so weit raus, dass der Sicherungshaken gerade so einmal reingreift. Und dann habt ihr hier einfach kein Spiel mehr auf der Sicherung drauf. Wie gesagt, könnt ihr eben hier einstellen über diesen Gewindestift hier innen drin. So Leute, und bevor es jetzt gleich weitergeht mit dem Thema Lauf- und Hop-Up-System, noch ein Punkt zum Thema Akku einlegen. Auch das habe ich euch bereits im Review einmal angesprochen. Diese AMAX 1400 passen hier oben perfekt einmal rein und haben natürlich etwas mehr Kapazität im Vergleich zu etwas kleineren Akkus. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Beim Lösen bleibt man gerne mal an den hinteren Blöcken innen drin hängen, da diese eine scharfe Kante haben und gegebenenfalls sogar von der Entwicklung noch so ein Schienensystem mit drauf haben, was aber nicht mehr nötig ist. Bedeutet, ich gehe davon aus, dass die Knifte früher vielleicht mal als V3-System gedacht war und dadurch hat man hier hinten
ja, zwei so Halteblöcke drin. So, diese Halteblöcke brauchen wir natürlich. Das sind übrigens diese beiden Teile hier innen drin, wo später auch der Pin hier hinten durchgeht. Wenn ihr euch aber jetzt mal meine anschaut, dann habe ich diese leicht überarbeitet. Bedeutet, normalerweise im Originalzustand habt ihr hier eben diese scharfe Kante, seht ihr die? 90 Grad Kante hier und die ist standardmäßig auch hier vorne vorhanden. Diese 90 Grad Kante hier vorne habe ich gebrochen und habe ich letztendlich angefasst, damit ich quasi, wenn das Teil hier innen drin sitzt, also sitzt hier, warte, ich kann es euch vielleicht mal zeigen, das Ganze sitzt hier oben quasi einmal drin. Wenn man jetzt den Akku rauszieht, dann bleibt man eben an dieser scharfen Kante hängen. Wenn man das Ganze anfasst, dann rutscht der Akku schöner drüber. Und gleichzeitig, wenn ihr den oberen Bereich von diesen beiden Blöcken euch anschaut, auch hier, wie gesagt, da ist normalerweise im Originalzustand, habt ihr hier nochmal im oberen Bereich so ein Versatz hoch. Bedeutet, es ist standardmäßig wie so ein Schienensystem eigentlich oder Nut- und Federsystem. Auch diese Schiene hier oben wird nicht benötigt für dieses System. Wie gesagt, einfach irgendwie wahrscheinlich von der Entwicklung irgendwie ein Überbleibsel, war vielleicht mal anders konstruiert, haben sie jetzt nicht mehr geändert und dementsprechend einfach hier oben auch wieder diesen Versatz oder dieses Nut- und Federsystem einfach komplett weggenommen. Das sind ca. 1,5 bis 2 mm Aluminium. Hier oben normalerweise so eine dünne Strebe drauf. Und dadurch habt ihr einfach absolut keine Probleme mehr, den Akku irgendwie rein oder raus zu bekommen. Habt einfach nochmal deutlich mehr Platz zur Verfügung. Und wie gesagt, hier eine kleine Modifikation von diesen beiden Teilen hier innen drin, um einfach einen Akku schöner einlegen zu können und wieder rauszubekommen. Möchte ich euch auch noch mal ganz kurz im eingebauten oder im zusammengebauten Zustand zeigen. Bedeutet hier hinten drin, innen drin seht ihr jetzt diese Blöcke. Jetzt nehmt ihr einfach einen Akku her, schiebt das Ding da ganz easy, ganz bequem rein, Kabel nach unten anstecken und zum Rausziehen einfach abstecken und zack nach hinten raus. Bedeutet, ihr habt hier hinten oder hier oben, ihr habt einfach deutlich mehr Platz für den Akku zur Verfügung und bleibt jetzt nicht irgendwie an einer scharfen Kante letztendlich hängen. Das rein raus, das kann ich gut, gell? So Leute, und abschließend beim Thema Technik, natürlich wichtig, Thema Lauf- und Hop-Up-System. Wie im Review angesprochen, leider mein Original Silverback Bucking, welches wirklich sehr gut war, muss man sagen. Leider die Patchfläche bereits nach 1600 Schuss ungefähr gerissen. Dementsprechend nicht mehr zu verwenden und ich habe jetzt natürlich auch kein Silverback Bucking auf Versatz da gehabt. So, dementsprechend jetzt mal hergegangen, unterschiedliche Buckings getestet, jeweils ca. 800 Schuss einmal durchgehauen und ebenfalls natürlich einmal Chronotest mit dem jeweiligen Bucking gemacht. Was ich euch im Review schon angesprochen habe und was bei jedem Bucking wirklich wichtig ist, was ich euch auch beim Original-Bucking empfehlen würde, wickelt PTFE-Band rum oder Teflon-Band, denn die Hop-Up-Kammer vorne ist vom Durchmesser leider sehr, sehr groß und dementsprechend dichtet kein Bucking wirklich zur Hop-Up-Kammer sauber ab. Also auch wenn ihr Original Silverback Bucking verwendet, zieht 1-2 Lagen PTFE-Band außenrum im vorderen Bereich, achtet aber natürlich darauf, dass ihr beim Rumwickeln nicht irgendwie das Bucking verdreht. Ansonsten werden eure ganzen BBs nach links oder nach rechts einmal wegdriften. Also hier, wie gesagt, Abdichtung im vorderen Bereich bei jedem Bucking wichtig. Und dann kommt es eben darauf an, wie gut dichtet das entsprechende Bucking einmal zu der Nozzle ab. Bedeutet, nimmt die Energie vielleicht zu oder fällt sie vielleicht im Vergleich zum Original Silverback Bucking eventuell sogar ab. Und das war leider auch bei manchen Buckings der Fall. Schauen wir uns also mal die Ergebnisse ganz kurz an. Macaron von Maple Leaf war leider nicht gut, bedeutet die Reichweite war im Vergleich zum Original-Bucking schlechter und auch die Abdichtung war im Vergleich zum Original-Bucking schlechter. Bedeutet, hier passt die Original-Nozzle leider nicht gut zu der Dichtlippe hinten vom Macaron. Würde ich also nicht unbedingt empfehlen, denn hier lag ich 0,15 Joule unter dem Original-Bucking. So, dann muss ich aber leider auch sagen, auch dieses Bugatti Fly 5 Bucking, das hat zwar gut abgedichtet, bedeutet, hier war die Energie sogar minimal ein bisschen höher wie mit dem Original Bucking, aber die Reichweite war schlechter wie mit dem Original Silverback Bucking. Bedeutet, hier würde ich empfehlen, dieses eher nicht zu verwenden. Da fahrt ihr zum Beispiel weiter unten mit dem MAG5, was ich jetzt drin habe. Da fahrt er am besten meiner Meinung nach. Bedeutet, rein von der Reichweite ist es exakt identisch wie das Original Silverback Bucking. Ist ja letztendlich auch so ein R-Hop Bucking. Bedeutet, ihr nutzt einfach sehr viel Patchfläche. Passt auch wiederum perfekt zu den Original Tensionern.
Und aber im Vergleich zum Original-Bucking ist die Lippe hinten ein kleines bisschen länger und dadurch dichtet das Bucking sogar ein kleines bisschen besser ab, wie das Original Silverback Bucking. Also wenn ihr mal irgendwann, wenn das Originale mal durch ist, nehmt am besten so ein MAG oder wieder ein Original Silverback. Das ist euch überlassen. Wie gesagt, rein von der Reichweite würde ich sie fast als gleich einschätzen. Da ist zum Beispiel das Fly und das Macaron sind hier schlechter. Auch das Prometheus übrigens ist von der Reichweite schlechter. Da kann letztendlich nur noch das TNT-Bucking mithalten. Da braucht er aber wiederum einen anderen Lauf dafür. Dementsprechend TNT würde ich mal ausklammern, denn da habe ich einen anderen Lauf drin gehabt. Würde halt wieder saumäßig Geld kosten, braucht man meiner Meinung nach nicht wirklich. Also hier, wie gesagt, das MAG ist von der Reichweite super und auch von der Dichtung her super. Das passt einfach toll zusammen, dichtet sauber ab. Wenn ihr aber jetzt wenn ihr das Original-Bucking drin lasst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Spielt das Original-Bucking, bis es durch ist und dann könnt ihr eben entscheiden, entweder ihr nehmt wieder ein Silverback-Bucking, macht einfach wie das Originale als Ersatz rein oder geht dann her und macht so ein MAG rein. Wie gesagt, die schenken sich rein von der Reichweite und von der Streuung, schenken sich die überhaupt nichts. Die funktionieren einfach tadellos, muss ich sagen. So, also hier, wie gesagt, aufpassen, Macaron dichtet nicht gut ab und auch die Reichweite ist ein bisschen schlechter. So, und dann eben auch der Punkt, jetzt seht ihr, ich habe einen 50er drin, ne? Also relativ weich letztendlich, denn wie auch im Review angesprochen, wir haben hier am Tensioner keine Pufferfläche mehr. Bedeutet, wir drücken letztendlich mit einem harten Material einfach die Patchfläche runter. Dadurch werden die Schussergebnisse mit dem 60er deutlich schlechter. Bedeutet, ihr bekommt deutlich mehr Schwankung in den Hop rein im Vergleich zum 50er. Bedeutet hier, ihr braucht einfach ein bisschen ein weiches Material, einen weichen Gummi, wenn ihr mit einer harten Fläche das Ganze runter bewegt. Dementsprechend verwendet zum Beispiel auch Max oder auch Begadi in ihren Hop-Up-Kammern, die verwenden immer einfach im Tensioner oben nochmal so ein Gummi oben drin oder so ein Einsatz oben drin, damit ihr einfach nicht mit einem harten Alu zum Beispiel die Tensioner runterdrückt, damit ihr einfach noch ein bisschen so eine Pufferung drin habt. Dementsprechend, wie gesagt, 50er, sauber, funktioniert super, auch 0,36 funktioniert sauber, S60er würde ich nicht unbedingt verwenden, außer ihr wollt halt dann hoch mit 0,4, 0,45, dann sind wir aber schon wieder beim Thema Feeding, denn das ist mit 0,45 Gramm auch nicht wirklich perfekt. Wie gesagt, am besten 0,3, 0,32 MAG 5 in 50 mit dem hohen Tensioner, funktioniert tadellos. Ach übrigens, den Tensioner, da habe ich euch ja auch im Video oder im Review gezeigt, da war meiner von der Fertigung leider nicht so gut, denn der hatte genau unten bei der Druckfläche, hatte der so eine Franze oder so eine Kante hochstehen, wo das Ganze aus der Kunststoffform quasi rausgezogen wurde. Ihr seht vielleicht, ich habe das Ganze jetzt einmal schön sauber und fein entgradet, damit die Druckfläche letztendlich wirklich schön plan und glatt ist und keine Unebenheit mehr drin hat. Und wie gesagt, das funktioniert jetzt sauber. Aber wie gesagt, habt ihr ein Silverback Bucking als Ersatz, könnt ihr das letztendlich genauso verwenden. Gut Leute, somit sind wir mit der technischen Seite komplett durch. Dann habe ich euch im Review noch versprochen, ich möchte euch das noch mit diesen Magazinanpassungen ganz kurz zeigen. Die meisten wissen es natürlich, aber gerade für Einsteiger, ich finde dieses G&G Magazin von der GR25 finde ich auch für die MDR einfach unheimlich attraktiv. 120 Schusskapazität und natürlich auch der eine Punkt bei G&G, ihr habt den langen Follower drin und dadurch wird letztendlich auch die letzte Kugel aus dem Magazin in die Hop-Up-Kammer gefeedet. Bedeutet, beim Nachladen fallen euch keine BBs mehr raus. Dieses passt aber aufgrund der Maße zwar rein in den Magazinschacht, arretiert aber nicht sauber. Und das könnt ihr ganz easy einmal anpassen, wenn ihr so ein Magazin verwenden möchtet. Es sei aber auch gesagt, dass die Originalmagazine zwar etwas weniger Kapazität haben, aber auch diese vom Feeding her wirklich klasse sind. Also wie gesagt, nur ein kleiner Anhaltspunkt, wenn ihr eben schon SR25 Magazine zu Hause habt und ihr wollt diese in der MDR verwenden, was müsst ihr anpassen? Und zwar geht es hier letztendlich nur um die seitliche Arretierung für den Magazinhalter. Bedeutet, diese Aussparung hier seitlich in der Hülle drin. Und ihr seht, bei meinem G&G Magazin ist die bereits überarbeitet, denn dieses Magazin habe ich auch in meiner BR10 drin. Und auch hier musste ich schon eine kleine Anpassung vornehmen. Bedeutet, bei der BR10 musste ich die Arretierung einfach weiter nach vorne ziehen, also ein kleines bisschen verlängern, damit das Ganze in der BR10 funktioniert hat. Jetzt da bei der MDR passt das Ganze eigentlich schon recht gut,
aber ihr müsst standardmäßig das Magazin mit relativ viel Kraft in den Magazinschacht reinknödeln, damit der Magazinhalter sauber arretiert. Und dann sitzt es aber auch sehr, sehr straff einmal drin. So, und jetzt geht er einfach letztendlich her und wie gesagt, das wird so ein allgemeiner Anhaltspunkt, auch wenn ihr AR-15 Magazine habt für irgendeine andere Knifte oder ihr habt jetzt eben für die MDR andere SR-25 Magazine. Wie geht ihr hier vor letztendlich? Ihr nehmt einen Messschieber, braucht man immer, ist wichtig. Geht ihr im Baumarkt, kauft euch einen billigen, ist ausreichend, braucht ihr nicht so einen hier. So, und dann geht er letztendlich her und vergleicht einfach die Maße von dieser Aussparung. Bedeutet, ihr geht zunächst mal her und messt den Abstand von der obersten Kante bis zur Arretierung. So, und es sind beim Originalmagazin 8,33 mm. Das war bei dem G&G Magazin leider etwas mehr. Bedeutet, hier war das Ganze etwas weiter unten. Dementsprechend habe ich jetzt hier im oberen Bereich, also quasi losgeschraubt, einfach hier unten Schraube raus, dann Inlay rausziehen und habe dann nur die Hülle. Und dann habe ich hier oben letztendlich nur 0,3 mm, ein kleines bisschen mit der Feile abgenommen, damit wir quasi hier exakt auf das ziemlich identische Maß kommen. So, jetzt sind wir hier auf 8,3 mm. Bedeutet, das passt jetzt wieder zusammen. Der nächste Punkt ist, was ihr bei dem Magazin natürlich ebenfalls prüfen müsst, ist die Breite von der Aussparung. So, und wie gesagt, das sind beim Original 10,3 mm, ist bei mir schon etwas mehr aufgrund der BR10. Aber auch das einfach nochmal gegenkontrollieren, wenn ihr das Magazin Original habt. Hier müsst ihr halt 10,3 mm in der Breite haben. Habt ihr zu wenig, nehmt ihr nach vorne ein kleines bisschen was ab. Und natürlich auch das Maß quasi von der hinteren Kante bis zur Aussparung. Bedeutet, hier rüber einmal messen. Sind wir hier bei 10,8 ungefähr. Ja, 10,76, 10,8 und auch das vergleichen wir mit dem G&G Magazin und hier sind wir bei 7, wie viel haben wir hier? 7,55. Wie gesagt, hier müsste man dann hergehen und muss dann quasi das Ganze nach vorne erweitern wie bei der BR10, damit ihr quasi hier auch wieder den gleichen Abstand habt, wo das Ding quasi sitzt, die Aussparung. 10,8 wäre dann quasi hier ab diesem Bobbel und dann quasi die Breite rüber sind wir bei ungefähr 10. Das heißt, von hier nach hier geht dann die Aussparung. Und das ist letztendlich alles. Vielleicht noch was ihr natürlich auch immer beachten müsst. Das ist zwar bei den Magazinen ziemlich identisch, aber die Höhe, die Höhe des Auslasses bedeutet, hier einfach mal die Tiefe messen, so hoch sind wir bei ca. 4 mm und beim G&G Magazin müsste man auch bei 4 ungefähr sein, ja 3,9. Also das ist exakt identisch. Das müsst ihr natürlich immer mit beachten, ob eben diese obere Kante hier, ob das hier exakt identisch ist bei beiden Magazinen. Und wie gesagt, dann könnt ihr ganz leicht mit einer Feile das Ganze anpassen und dann sitzt das Ganze letztendlich auch sauber in der MDR drin. Bedeutet, wir gehen einfach her, klack, zack, arretiert hier einmal sauber und hat kein Spiel mehr. Bedeutet, es sitzt sauber drin. Man hätte vielleicht sogar noch mal ein kleines bisschen mehr abtragen können, vielleicht noch mal 0,1, 0,2 mm mehr, damit wir vielleicht ein bisschen Spiel reinbekommen. Denn wie gesagt, meins sitzt jetzt relativ straff, aber es funktioniert. Wie gesagt, es funktioniert letztendlich wirklich tadellos. Also wenn ihr schon welche zu Hause habt, dann ja. Ansonsten, wie gesagt, auch die Originalmagazine funktionieren wirklich gut. Gut Leute, das soll es mit diesem Technikvideo schon mal gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, lasst uns mal noch ein paar Schuss raushauen, denn gerade auch das Klangbild hat sich aufgrund der Gears, der korrekten Motoreinstellung
im Vergleich zum Original deutlich verbessert, muss ich sagen. Dementsprechend werde ich euch jetzt wieder Aufnahmen machen, einmal vorne übers Richtmikrofon und einmal übers Lavalier, übers Ansteckmikrofon vom Schützen, damit ihr mal jetzt so einen kleinen Vergleich habt, wie das Modell jetzt da klingen kann. Denn ich finde, das Ding hört sich deutlich besser an. Also Mumpeln 0,3 Gramm und ich schieße natürlich wieder einmal auf einen Karton. Leer. Hört sich schon ein bisschen geil an, oder? So, mumpeln. Ja, leer. Also ich finde gerade die Gears und die Gears hinten drin, gut, der Motor, wie gesagt, der Motor, ob ihr jetzt da diesen 19K Mamba reinmacht oder diesen 928K, würde ich sagen, das macht jetzt einen Bock nicht fett. Aber wie gesagt, wenn ihr die Silverline Gears reinmachen möchtet mit 13:1 Untersetzung, dann bietet sich's aufgrund des Pinion Gears, wie angesprochen, bietet sich's an, eventuell so einen Mamba 19K reinzumachen, denn das Pinion Gear passt einfach perfekt zu den Gears. Und dann kommt es einfach nicht zu einem Kreischen. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel das Silverline Gear Set mit dem Original Pinion Gear von Silverback kombiniert, dann habt ihr nicht dieses Laufruhige. Bedeutet, ihr habt immer so ein Kreischen drin, egal wie ihr den Motor einstellt. Habe ich also nicht so schön hinbekommen wie mit dem Mamba Motor. Wie gesagt, ihr könnt es probieren. Ich möchte jetzt sagen, kauft euch sofort einen neuen Motor. Es sind auch wieder 50 Euro oder was das Ding kostet. Aber die Gears sind mega. Also gerade diese Silverline 13.1, das sind Welten liegen da dazwischen, zwischen dem Originalsystem und dem 13.1er System jetzt. Bedeutet, der ganze Zyklus ist deutlich schneller, ist Ansprechverhalten. Ihr könnt genauso fein und schnell triggern wie mit jeder anderen SAEG auch. Also hier die Kombination feiere ich, finde ich sehr, sehr gut und hat meiner Meinung nach am meisten von dem System rausgerissen. So, dann kommen wir noch zum kleinen Punkt und zwar Pisten würde ich euch auch empfehlen, verwendet einen Polyamid-Pisten. Was ihr da verwendet, ob ihr da einen Retro-Arms reinmacht oder so ein Begadi, das ist wurscht, kauft was ihr wollt. Aber dadurch habt ihr eben nicht diesen Abrieb und diesen Verschleiß innen drin im Aluminiumzylinder, wie mit dem Aluminiumpisten, der standardmäßig drin ist. Und der Polyamid-Kunststoff, wenn ihr da einen gescheiten Pisten kauft, wie gesagt Retro oder so ein Begadi, die halten das problemlos aus. Bedeutet, das Material hält annähernd genauso viel aus wie Alu. Einen kleinen Punkt muss man jetzt aber noch ergänzen, was ihr vielleicht gerade im Chrono gesehen habt. Die Energie, obwohl der Zylinder jetzt eigentlich komplett geschlossen ist, innen drin komplett plan ist von der Lauffläche her, wir sehr, sehr viel Volumen drin haben, droppt die Energie bei 0,45 Gramm BBs doch relativ stark ab. Also da dachte ich eigentlich, ich bekomme nahezu identisch viel Energie raus aufgrund des Volumens. Das ist aber nicht der Fall. Und jetzt denkt sich der ein oder andere bestimmt, ja, Reaper, das liegt bestimmt am Gewicht vom Pisten. Ja. Habe ich auch schon kontrolliert. Ich habe auch schon den Pisten einen modifiziert, ein bisschen schwerer gemacht, habe Bleiplättchen draufgeklebt, bringt gar nichts. Also das Gewicht des Pistons hat keinen Einfluss auf die Energie bei 0,45 Gramm BBs. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das mit diesen Einsätzen im Zylinder vielleicht doch nicht ganz perfekt ist. Ich meine, sie liegen, wenn man innen mit dem Finger drüber fährt, man merkt keinen Spalt oder sowas, man merkt keinen Versatz. Rein von der Theorie müsste das eigentlich funktionieren. Ich werde mir aber dennoch bei GSP noch den geschlossenen Zylinder nachbestellen, sobald verfügbar, und dann nochmal kontrollieren oder nochmal nachkronen, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Denn rein theoretisch müsste ich eigentlich bei 0,45 Gramm, dürfte ich eigentlich nicht so stark abfallen. Wie gesagt, kleiner Punkt, den wir uns noch anschauen müssen. Dann ein wichtiger Punkt, dieser O-Ring da drin. Ich habe euch unterschiedliche O-Ringe gezeigt. Ich habe jetzt seit 3000 Schuss diesen FPM 45 O-Ring einmal drin im Pistenhead. Und damit fahre ich aktuell wirklich gut. Bedeutet, wenn ihr euch das Modell rauslasst und spielt und dann mal bei einer Wartung oder wenn ihr merkt, oh, das Feeding, irgendwas passt nicht und ihr kontrolliert euren O-Ring dann und seht, der ist schon irgendwie so, ja, so rissig irgendwie, hat so ganz leicht porös,
dann würde ich euch auch empfehlen, verwendet diese FPM-Ohrringe, denn die funktionieren wirklich klasse. Die ist hinten ein bisschen dicker von der Schnurstärke, aber auch gleichzeitig ein bisschen weicher. Bedeutet, Sie können die Nozzle lange genug halten, aber die Nozzle, wenn sie aushakt, ja, wie soll ich sagen, belastet den Ohrring eben nicht so stark, wie wenn das Ding so brutal hart ist, wie bei Silverback. Also wie gesagt, eine Option für euch, eine Alternative, wenn ihr einfach Probleme mit dem Original-Ohrring haben solltet, dann, wie gesagt, nehmt so einen FPM-Ohrring. Maße habe ich euch vorhin eingeblendet. Läuft, wie gesagt, läuft super und auch vom Feeding läuft tadellos, nur mit 0,45 Gramm. Wenn ich es wirklich übertreibe und so schnell trigger, wie es geht, dann kann es passieren, dass ich hin und wieder mal einen einzigen Leerschuss drin habe. Bei, keine Ahnung, bei 40 Schuss vielleicht mal einer. Ansonsten feedet das Magazin super, kommt super nach. Auch die ETU hat keine Probleme. Die Ströme von dem Mamba-Motor sind sehr gering, also sollte definitiv nicht abrauchen. Das Feeding funktioniert und harmoniert wunderbar. Also hier, wie gesagt, genau so würde ich das Modell jetzt letztendlich spielen. Letzter Punkt, Hop-Up-System habe ich euch auch angesprochen. Lasst das Original-Bucking drin, alle anderen funktionieren nicht wirklich besser. Und wenn da mal eins auf Ersatz braucht oder sowas, dann könnt ihr zum Beispiel auf dieses Begadi MAG 5 in 50 Shore wechseln. Das funktioniert letztendlich vom Hop, von der Reichweite, von der Streuung, genauso wie das Original-Bucking. Alle anderen Buckings waren leider schlechter wie das Original-Bucking. Also dieses Fly von Begadi war schlechter wie das Original Silverback und auch das Maple Leaf, das Macaron, das Slong Bucking, das TNT Bucking, die waren alle nicht ganz so gut. Gerade eben aufpassen wegen der Dichtung hinten, da passt auch nicht jedes Bucking dazu. Wie gesagt, so ein MAG Funz in der MDR, wirklich klasse. So Leute, das soll es gewesen sein. Habt ihr jetzt noch Fragen zu der MDR? Wollt ihr irgendetwas ergänzen? Ihr wisst Bescheid, haut einfach alles unten in die Videobeschreibung rein. Hat euch dieses Video gefallen oder weitergeholfen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.